Wenn ihr an das Mittelalter denkt, seht ihr Schmutz und Rauch. Riecht ihr Straßen voller Mist. Menschen, die nie gebadet haben. Aber was wäre, wenn ich euch sage, sie waren manchmal sauberer, als ihr glaubt, und zugleich viel gefährlicher, als ihr es euch vorstellen könnt. Stellt euch Köln im 14. Jahrhundert vor. Eine enge Gasse, Fachwerk über euren Köpfen, Regen tropft von den Balken. Aus einem Fenster kippt ein Eimer, ein Ruf hallt nach unten. Vorsicht, und der Inhalt platscht in den Rinnstein. Der Gestank mischt sich, Kerzenfett, Rauch aus der Schmiede, feuchte Wolle, Tiermist, vergorener Abfall, ein Geruch, der in den Kleidern klebt, im Haar, in der Haut. Ein Händler, erschöpft von der Reise, sucht nach einer Badestube. Ja, Badestuben gab es, Räume voller Dampf, Holzbottiche mit heißem Wasser, Schüsseln mit Rosmarin und Salbei. Menschen saßen beieinander, wuschen sich, aßen und tranken. Doch nach der Pest änderte sich alles. Man sagte, das heiße Wasser öffne die Poren, und der Tod dringe ein. Angst schloss die Türen vieler Badehäuser. Die Wahrheit liegt zwischen Mythos und Gestank, zwischen Ordnung und Chaos. Wir reisen jetzt in diese Welt. Wir öffnen die Tür einer Badestube. Wir sehen Schüsseln und Leinen. Wir hören das Schlagen der Wäscherinnen am Fluss. Und wir stellen die Frage, waren die Menschen wirklich so schmutzig oder nur anders sauber als wir? Bleibt dran, denn die Antwort wird euch überraschen. Stellt euch die Tür einer Badestube vor. Holz knarrt, Dampf steigt aus dem Spalt. Stimmen klingen dumpf durch den Gang. Drinnen sitzen Menschen in Bottichen. Wasser schwappt, Brot und Käse liegen auf einem Brett. Rosmarin treibt im Krug. Ein Junge trägt Eimer. Eine Frau schürt das Feuer. Der Bader prüft das Wasser mit der Hand. Für viele Städte war die Badestube ein Teil des Alltags. Nicht täglich, aber regelmäßig. Man ging nach dem Markt, vor einem Festtag oder um Neuigkeiten zu hören. Die Reichen badeten lange, die Armen wuschen Hände und Gesicht am Becken. Zu Hause stand eine Waschschüssel, ein Krug hing darüber, ein Bündel Leinen lag bereit. Sauberkeit war anders organisiert als heute. Nicht die tägliche Dusche, sondern Rituale mit Wasser und Leinen. Ein frisches Hemd aus Leinen saugte Schweiß auf, häufiges Wechseln galt als gepflegt. Seife gab es, aus Asche und Fett, stark und rau, nützlich für Wäsche, hart für die Haut, Kräuter halfen, Thymian gegen Geruch, Minze für den Atem, Rosmarin im Badewasser. Doch die Badestube war mehr als Hygiene. Sie war Treffpunkt, Klatschbörse, Verhandlungsort. Und genau das machte sie verdächtig. Nach der Pest fürchteten viele, der Dampf bringe Krankheit. Stadträte schränkten die Öffnungszeiten ein. Manche Häuser wurden geschlossen. Und doch, das Leben blieb nicht schutzlos. Frauen wuschen Leinen am Fluss. Kinder badeten in Zubern. Männer rieben sich am Abend mit Tüchern und Essig ab. Ein Ritual. Nicht unser Ritual, aber doch ein System. Stellt euch Anna vor. Sie ist 15, Tochter eines Gerbers. Ihre Hände riechen nach Rinde und Wasser. Am Markttag geht sie mit der Mutter in die Badestube. Sie senkt den Blick, gießt warmes Wasser über die Arme, reibt die Haut mit einem Säckchen voller Kräuter. Ein Fremder lacht leise. Anna errötet. Sie hält den Krug fester. Für sie ist das Baden kein Luxus, sondern ein Moment von Ordnung, ein Stück Würde. Doch das Wasser, das reinigte, konnte auch tödlich sein. Denn sauber war nicht immer sicher. Und genau dort beginnt unser nächstes Kapitel. Stellt euch einen Becher Wasser im Mittelalter vor. Klar? Frisch? Nein, trüb. Voller Schwebstoffe. Ein Geschmack nach Erde. Manchmal nach Fäulnis. Wer es trank, riskierte Fieber.
Durchfall, den Tod. Darum wählten viele das scheinbar sicherere Bier. Nicht stark, nicht festlich, sondern dünn gebraut, schwach, aber gekocht. Kinder tranken es, Mönche tranken es, Frauen stillten den Durst damit. Ein Krug auf dem Tisch, ein Fass im Keller, das Klopfen der Hämmer, das Summen der Bienen. Bier war Alltag, und wer es sich leisten konnte, goss dazu Wein. Doch auch der, oft verdünnt, oft sauer. Aber was war mit dem Mund? Zähne faulten schnell, nicht vom Zucker, sondern vom groben Brot, vom Fleisch zwischen den Backenzähnen. Man kaute Zweige, rieb Salz ins Zahnfleisch, spülte mit Essig und Kräutern. Minze für den Atem, Salbei gegen Entzündung. Doch die Schmerzen blieben. Stellt euch vor, eine Nacht im Dorf. Still, bis auf das Stöhnen eines Mannes im Nachbarhaus. Ein Zahn pocht, das Gesicht angeschwollen, der Atem faulig. Dass selbst die Familie Abstand hält. Am Morgen kommt der Bader. Er setzt die eiserne Zange an. Ein Schrei hallt durch die Gasse. Dann Stille. Der Zahn liegt blutig in der Hand. Und Anna? Sie sitzt am Tisch ihres Vaters. Ein Laib Brot, dunkel und hart. Sie beißt, ein Splitter Korn steckt fest. Mit einem Holzstäbchen kratzt sie. Dann kaut sie auf Minze. Es lindert den Geruch, nicht den Schmerz. Sie lächelt gezwungen, denn sie weiß, eines Tages wird auch sie schreien müssen. So war Reinheit des Mundes ein täglicher Kampf. Nicht nur gegen Gestank, sondern gegen Entzündung, gegen das langsame Gift im eigenen Körper. Der Gestank war nicht nur in den Gassen, er war im Atem der Menschen selbst. Und die Frage bleibt, wenn selbst Wasser und Atem Gefahr bedeuteten, wie roch dann eine ganze Stadt? Wenn Abfall und Latrinen die Straßen beherrschten? Stellt euch eine Stadt im Mittelalter vor. Enge Gassen, Fachwerkhäuser dicht gedrängt, Pflastersteine glänzen feucht, und in den Rinnen läuft mehr als nur Regenwasser. In Burgen und Klöstern gab es Latrinen, Steine mit Löchern, gebaut über Abflüsse, die direkt in den Fluss stürzten. Unterhalb des Klosters floss braune Brühe ins Wasser. Dort, wo die Armen ihre Krüge füllten. Sauberkeit oben, Krankheit unten. Und in den Städten? In Köln, in Nürnberg, in Straßburg? Dort benutzte man Nachttöpfe. Und am Morgen wurde der Inhalt einfach aus dem Fenster geschüttet. Ein Ruf hallte in den Gassen. Garde l'eau, Vorsicht Wasser. Und wer zu langsam war, bekam die volle Last. Der Gestank war allgegenwärtig. Pferdemist, Fischreste, Abfälle vom Markt. Die Hitze des Sommers machte die Gassen unerträglich. Fliegen summten, Hunde wühlten im Müll, Kinder spielten darin. Und der Geruch blieb so stark, dass man ihn am nächsten Tag noch in den Kleidern roch. Stellt euch Maria vor. Sie ist 8 Jahre alt. Barfuß rennt sie durch eine Gasse in Mainz. Ein Schrei von oben, ein Schwall klatscht vor ihre Füße. Sie rutscht aus, fällt in die Brühe. Die Menge lacht. Maria kämpft sich hoch. Tränen mischen sich mit Gestank. Für sie ist das Alltag. Für uns wäre es unvorstellbar. Die Städte suchten Ordnung. Anwohner mussten fegen. Nachtwächter verhängten Strafen. Doch ohne Kanalisation blieb der Kampf verloren. Im Winter gefror der Mist. Im Frühling taute er, und die Straßen verwandelten sich in Bäche aus Fäulnis. Und in den Burgen? Dort gab es das Donnerloch. Ein Ritter, Schwert am Gürtel, sitzt geduckt über einem Schacht. Der Wind weht durch, der Gestank steigt auf, und ein Diener, ohne Rüstung, ohne Ehre, muss mit Schaufel und Wagen die Last hinaustragen. Ein Bild der Macht und zugleich der Ohnmacht. Die Menschen lebten mit dem Gestank. Sie kannten es nicht anders. Doch Krankheit lauerte überall. Ruhe, Durchfall, Parasiten. Und wenn die Pest kam, sagten sie,
Die schlechte Luft sei schuld. Das Miasma trage den Tod. Aber die Wahrheit war schlimmer. Der Gestank war nicht die Ursache. Es war das Unsichtbare, das sie nicht sehen konnten. Und genau dort beginnt das nächste Kapitel. Stellt euch eine Stadt vor, in der der Gestank nie verschwand. Die Menschen suchten nach Schutz. Nicht im Wasser, nicht in der Reinigung, sondern im Duft. Die Reichen trugen kleine Beutel am Gürtel, gefüllt mit Rosmarin, Lavendel, Nelken, man nannte sie Bisamäpfel. Ein Atemzug darüber sollte das Böse fernhalten, denn man glaubte, nicht Schmutz bringe Krankheit, sondern schlechte Luft. Das Miasma, unsichtbar, tückisch. In Häusern brannten Räucherpfannen, Essig wurde über den Boden gegossen. Man hielt sich Schwämme unter die Nase, getränkt in Rosenwasser, und ein Arzt trat durch die Straßen, mit Maske in Schnabelform, im Schnabel Kräuter, Gewürze, Myrrhe, während draußen das Husten hallte, das Wimmern der Kranken und der Schrei der Sterbenden. Die Armen hatten keine Duftkugeln. Sie hängten Kräuter ans Fenster, banden Knoblauch um den Hals, rieben den Körper mit Essig. Manche glaubten, je stärker der Gestank am Körper, desto besser der Schutz. So mischte sich Schmutz mit Aberglaube. Zu einem Schild, das nicht schützte. Stellt euch Hans vor, ein Gerber, dessen Hände nach Leder und Hahn stinken. Er trägt ein kleines Säckchen mit Thymian. Er hebt es an die Nase, atmet tief, überzeugt, dass es ihn rettet. Seine Frau liegt neben ihm, hustend, röchelnd. Am nächsten Morgen ist sie tot. Hans lebt weiter, und er glaubt, es sei das Kraut gewesen. Nicht Zufall, sondern Magie. Und die Reichen? Ein Ritter lädt Gäste zu einem Festmahl. Die Halle voller Kerzen, voller Gesang. Am Gürtel trägt er einen goldenen Duftapfel. Er lacht laut, während draußen seine Knechte im Dreck sterben. Für ihn ist der Duft Rettung, für die anderen bleibt nur der Tod. So lebten sie, in einer Welt aus Gerüchen. Gestank bedeutete Gefahr, Duft bedeutete Rettung, doch der Glaube war falsch. Denn Krankheit kam nicht durch die Luft, sondern durch das Wasser, die Ratten, die Flöhe. Und hier liegt die Tragik. Sie vertrauten dem Duft und starben am Unsichtbaren. Aber wenn Aberglaube schon den Atem bestimmte, was geschah mit den Körpern selbst? Mit Haut, Haaren, Krankheit? Die Antwort führt uns ins nächste Kapitel. Stellt euch den Körper im Mittelalter vor. Nicht geschützt durch Seife, nicht durch Impfungen, nicht durch Ärzte, wie wir sie kennen. Die Haut, das Haar, die Zähne, alles war ein Schlachtfeld. Läuse krochen im Haar, Flöhe sprangen aus dem Stroh der Betten. Krätze ließ die Haut brennen. Wunden eiterten, Narben vernarbten das Gesicht. Ein Kind kratzte sich blutig, die Mutter rieb Schwefelfett in die Haut. Betend, dass es half. Und die großen Krankheiten? Die Pest, das Fieber, die Ruhr. Sie kamen wie Schatten. Ein Dorf konnte in Wochen leer sein. Man hörte Husten hinter den Türen, das Röcheln im Dunkel, das leise Wimmern eines Kindes. Und am Morgen läuteten die Glocken. Stellt euch Katharina vor, 32 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern. Ein roter Ausschlag breitet sich über ihren Arm. Sie legt ein Tuch in Essig, flüstert Gebete, doch das Fieber bricht aus. Sie zittert, röchelt, die Haut glänzt nass vom Schweiß. Ihr Mann hält ihre Hand, spürt, wie sie kalt wird. Ihre Kinder weinen neben dem Bett. Am nächsten Morgen ist die Bank leer. Und die Nachbarschaft weiß, eine Familie ist gebrochen. Doch Krankheit traf nicht alle gleich. Die Reichen hatten Bader, eigene Kammern, Kräuter und Wein. Die Armen lagen im Stroh, mit Ratten an den Füßen. Für die einen gab es Hoffnung, für die anderen nur Dreck. Und die Heilung? Sie war Qual. Ein Abszess wurde mit dem Messer geöffnet.
ein Zahn verfault, gezogen mit Zange. Ein Blutegel krallte sich an die Haut. Beim Aderlass rann das Blut, bis der Körper schwach wurde. Man glaubte, das schlechte Blut müsse weichen. Doch oft blieb nur Leere. Und die Zeichen? Haare fielen aus, Rachen voller Eiter, Gesichter vernarbt, Zähne verfault. Der Körper war nicht nur krank, er war gezeichnet. So war das Leben. Jeder Körper ein Kampfplatz. Zwischen Schmutz und Glaube, zwischen Hoffnung und Schmerz. Und immer die Angst, dass das nächste Fieber das letzte sein würde. Doch Krankheit war mehr als Natur. Sie war Macht. Die Kirche erklärte sie zur Strafe. Die Gesellschaft nutzte sie zur Kontrolle. Und Strafe ohne Ende ist nichts anderes als Herrschaft. Und genau dort beginnt unser nächstes Kapitel. Stellt euch eine Zeit vor, in der Krankheit nicht nur ein Schicksal war, sondern ein Urteil. Ein Urteil, gesprochen von Priestern, getragen von der ganzen Gemeinschaft. Die Kirche erklärte Fieber zur Strafe Gottes. Ein Kind starb, die Mutter sei schuld, sie habe gesündigt. Eine Frau bekam Ausschlag, sie sei unrein, vielleicht eine Hexe. So verwandelte sich Leid in Schuld und Schuld in Kontrolle. Auf den Kanzeln predigte man, Reinheit komme nur durch Buße. Also fasteten die Menschen, geißelten sich selbst mit Riemen, beteten stundenlang. Die Straßen füllten sich mit Geißlerzügen, Männer mit blutigen Striemen am Rücken, Frauen, die ihre Kinder zum Himmel hielten und schrien. Zwischen den Rufen, Halleluja, klangen das Weinen von Kindern und das Läuten der Glocken. Und die Herrschenden? Sie nutzten die Angst. Ein Bischof sprach vom Zorn Gottes, während er aus einem goldenen Kelch trank. Ein Stadtrat erklärte die Juden zu Schuldigen. Häuser brannten, Menschen starben. Der Aberglaube wurde zur Waffe. Stellt euch Anna vor. Sie ist 16, ihre Mutter starb im Fieber. Jetzt flüstern die Nachbarn. Vielleicht trägt sie den Fluch. Vielleicht ist sie unrein. Anna tritt auf den Markt. Ein Kreis aus Blicken schließt sich um sie. Eine Frau zieht ihr Kind zur Seite. Ein Mann macht das Kreuzzeichen. Ein Priester legt ihr die Hand auf die Stirn, murmelt ein Gebet, und die Menge nickt. Anna fühlt die Distanz, als hätten alle sie schon verloren. Und sie weiß, von nun an ist sie allein. So wirkte Macht im Mittelalter. Nicht nur mit Schwertern, sondern mit Worten. Nicht nur mit Gesetzen, sondern mit Aberglauben. Wer krank war, galt als Sünder. Wer litt, galt als schuldig. Und in dieser Spirale aus Angst und Schuld zerbrach die Gemeinschaft. Eine Stadt konnte sich selbst zerreißen. Ein Dorf konnte Nachbarn zu Feinden machen. Doch aus diesem Wahnsinn erwächst eine bittere Frage. Wenn Krankheit Strafe war und Leid Kontrolle, was blieb den Menschen als Hoffnung? Und Hoffnung konnte ebenso gefährlich sein wie der Aberglaube selbst. Stellt euch vor, die Pest ist vorbei, die Glocken schweigen, doch der Geruch bleibt. Straßen wurden gereinigt, Häuser neu gebaut, aber in den Köpfen blieben Angst und Aberglaube. Das Erbe des Mittelalters ist nicht nur Dreck und Krankheit. Es ist die Erinnerung daran, wie verletzlich eine Gesellschaft ist, wenn Angst stärker wird als Vernunft. Die Regeln über Reinheit, über Ehe, über Körper, sie haben Jahrhunderte überdauert. Manche leben bis heute fort. Noch immer sprechen wir von reinen und unreinen Menschen. Noch immer fürchten wir Dinge, die wir nicht verstehen. Und noch immer gibt es Mächtige, die Angst in Macht verwandeln. Stellt euch Anna ein letztes Mal vor. Sie steht am Rand des Marktes. Ihre Hände leer, ihr Blick suchend. Niemand kommt näher, doch diesmal hebt sie den Kopf. In ihren Augen spiegelt sich nicht nur Angst, sondern Trotz, ein stiller Widerstand gegen das Urteil der Menge. Und diese Hoffnung führte zu Fragen, die wir heute noch stellen.
Wie gehen wir mit Krankheit um? Mit Schuld? Mit der Angst vor dem Unsichtbaren? Das Mittelalter ist vergangen, doch sein Schatten liegt noch über uns. In jedem Aberglauben, in jeder Verschwörungstheorie, in jedem Ruf nach Schuldigen. Die Geschichte sagt uns nicht nur, wie sie waren, sie fragt uns auch, wie wir sind. Und vielleicht werden künftige Generationen auch uns eines Tages fragen: Warum habt ihr geglaubt? Warum habt ihr geschwiegen? Das war die Wahrheit über Hygiene, Krankheit und Aberglauben im Mittelalter. Eine Welt voller Schmutz, voller Angst, voller Machtspiele, aber auch eine Welt, die uns einen Spiegel vorhält. Haben wir wirklich gelernt? Oder tragen wir die Muster von damals noch in uns? Schreibt es in die Kommentare. Welche Szene hat euch am meisten erschüttert? Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal Leben damals und entdeckt mehr in unserer Playlist Alltag im Mittelalter. Bleibt dran, denn die dunkle Geschichte hat noch viele Geheimnisse.